Hallo zusammen, ich bin der Alex und ich bin hier auf der Gamescom mit Gerhard Müller, dem Game Director von Travian Kingdoms. Hallo. Und ich würde ihm gerne heute all die Fragen stellen, die ihr uns im Forum gestellt habt über die letzten Wochen. Ja, unsere Spielwelten laufen alle in der Cloud, aber jede Spielwelt hat einen eigenen virtuellen Server und ist dadurch relativ unabhängig von den anderen Spielwelten. Wir können die auch getrennt updaten und wenn es irgendwo auf den Spielwelten Performance irgendwas gibt, wirkt sich das nicht auf die anderen Welten aus in der Regel. Ja, also hauptsächlich in PHP auf der Backend-Seite. Wir haben da auch einen Node.js-Server, der mit JavaScript programmiert wird. Und auf Client-Seite alles mit HTML, JavaScript und AngularJS als Framework. Ja, auch das alte Travian Legends wurde schon in PHP geschrieben. Allerdings haben wir damals viel weniger JavaScript eingesetzt. Das hat sich mit den Jahren einfach geändert, weil mittlerweile wird viel mehr auf den Client berechnet als damals. Ja, wir arbeiten schon seit einiger Zeit an einer völlig neuen Karte, die deutlich dynamischer Spielgeschehnisse anzeigen kann. Und da gehört auch dazu, dass wir in Zukunft auch Bewegungen auf der Karte anzeigen wollen, wie Händler- oder Truppenbewegungen, um einfach einen viel besseren Überblick über das Spielgeschehen zu bekommen. Und eine weitere schöne Neuerung wird auch noch sein, dass man stufenlos zoomen kann und dadurch genau den Ausschnitt von der Welt sehen kann, wie man gerade möchte. Und je näher man ranzoomt, desto mehr Details wird man auch sehen können und zusätzliche Infos, Elemente, mit denen man interagieren kann. Ja, die Browser, die haben sich sehr stark weiterentwickelt und das war früher so nicht möglich darzustellen in einem Browser, aber mittlerweile ist eigentlich fast alles möglich und da holen wir jetzt viel mehr aus dem Browser raus. Ja, finde ich eine gute Idee. Also gerade in sowas wie WhatsApp nutzt man das ja auch schon sehr viel und wir planen ja auch eine Mobile-App, Mobile Chat rauszubringen und im Zuge dessen kann ich mir gut vorstellen, dass wir das auch einführen. Ja, gute Frage. Ja, da arbeiten wir schon eine Weile dran. Es gab jetzt so einige Verzögerungen, weil ursprünglich hatten wir die App extern entwickeln lassen, dann haben wir es intern übernommen in unser eigenes Entwicklungsteam. Da entwickeln wir im Moment für iOS und Android getrennt und sind jetzt aber dabei, das umzustellen, dass wir eine gemeinsame Version für beide Plattformen entwickeln, wo wir weniger Doppelaufwand haben. Das hat jetzt nochmal dazu geführt, dass der Chat sich etwas verzögert hat. Aber wir sind so in den letzten Zügen und in den nächsten Wochen planen wir den Chat zu veröffentlichen für die App. Genau, ja. Dadurch, dass wir jetzt ein neues Framework einsetzen, können wir neue Features schneller entwickeln, weil wir sie nur noch einmal implementieren müssen und dann können wir sie automatisch in iOS und in Android releasen. Ja, ein Feature, worauf ich mich sehr freue, sind die Multi-Language Game Worlds. Die unterscheiden sich von den jetzigen COM-Spielwelten insofern, dass man direkt mit anderen Leuten aus seinem Land startet, aber die Welt selber ist trotzdem international, auf denen es mehrere andere Sprachen gibt und die Spieler, die sind auf derselben Welt, aber man startet trotzdem in einem Königreich mit Leuten, die die eigene Sprache sprechen. Und dadurch werden wir viel öfter neue Spielwelten starten können und die Spielwelten sind dann auch ein ganzes Stück größer, was glaube ich im Kampf um die Highscore ein ganzes Stück spannender wird, wenn einfach mehr Spieler um die Top-Plätze konkurrieren und auch im Endgame werden wir dann eine ganze Menge mehr große Königreiche haben, die um den Sieg kämpfen. Ja, allerdings gibt es mehrere deutsche Viertel sozusagen
Es ist ein bisschen komplexerer Algorithmus bei der Platzierung, aber letztendlich wird gewährleistet, dass man immer ein paar Königreiche aus seinem eigenen Sprach um sich rum hat. Aber im weiteren Umfeld wird es dann viele Königreiche noch aus anderen Ländern geben und so auch genug interessante Gebietsaufteilungen, wo man drum kämpfen kann. Ja, also dieses Jahr haben wir auch noch vor, neue Arten von Spielwelten einzuführen. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Special Game Worlds wie den 3-Season-Server oder den mit Nachtfrieden. Und eine weitere Variante wird sein, einfach Speed-Server, die allerdings nur wenige Wochen lang laufen. Das ist besonders gut geeignet für Leute, die nicht so lange planen können, die nicht so genau wissen, wie lange sie Zeit haben werden, Kingdoms zu spielen, aber Lust haben, eine komplette Spielrunde zu spielen. Und dafür wird dann diese Spielwelt ideal sein, weil durch den Einfach-Speed ist der Zeitaufwand normal und nicht so hoch wie auf den Speed-Servern. Und gleichzeitig ist die Rundendauer ein ganzes Stück kürzer mit einer neuen Siegbedingung, wodurch man dann auch mit weniger Zeitbudget eine ganze Spielwelt spielen kann. Also die Spielwelt wird zwar kürzer sein, allerdings ist der Speed sozusagen weiterhin 1. Das heißt, die Rohstoffproduktion und die Truppenlaufzeiten sind so, wie man es von Einfach-Speed-Welten kennt. Und am Schluss wird die Siegbedingung ein bisschen anders sein, damit es zu dieser kürzeren Rundenlaufzeit auch passt.